Welcome back to the channel. Thank you for coming back. It would be really lonely if nobody came back. Today, 8 things not to do in Germany. This is important to know. This is important, you know? This is important to know. This is important, you know? Anyway, if I ever want to visit Germany, and I do, you know, I don't want to like put my hand on my chin and someone be like, "This is the greatest insult in our country." That was not even an attempt at a German accent. I don't know what that was. Let's watch. Diejenigen von euch, die schon mal Okay, so this video's in German, so I'll be reading the subtitles. Stick with me. Bear with me. Diejenigen von euch, die schon mal in Deutschland waren oder vielleicht sogar in Deutschland wohnen, kennen das. Man ist neu in Deutschland und hier sind ein paar Dinge einfach anders. Manche von euch hatten vielleicht sogar schon mal einen regelrechten Kulturschock. I kind of want a culture shock, you know? That would be, I've never had that. I've never gone someplace so different that it gave me culture shock. That would be exciting. Den zu ersparen, werden wir euch heute mal 8 No, do Dinge not spare me. erklären, die ihr nicht in Deutschland But I do want to know the things I tun shouldn't do. solltet und werden euch die auch mit unserem schauspielerischen Talent demonstrieren. Los geht's! Yes. What an intro. I see nothing wrong here. Just a struggling man, probably gonna go perform on the street. Maybe not struggling. Maybe he's, I don't know why I assumed that. Oh. Meine persönliche Nummer I'd be so embarrassed if I had a German bicycling at me, yelling at me. 1 ist auf dem Fahrradweg I wouldn't stehen. know that was Es a ist ein cycle bisschen lane. schwer zu erklären, warum das die Deutschen so nervt. Aber tatsächlich ist das etwas, was mich persönlich auch That would nervt. annoy me too Ganz if I oft was sieht man cycling. Touristen in Deutschland, die nicht wissen, dass das ein Fahrradweg ist, die da einfach mitten drauf stehen. In America, they would be labeled like with a little guy on a bike relatively often. And they'd be part of the street more so than on the sidewalk. Und wichtig für euch zu wissen ist, dass das Fahrrad in Deutschland grundsätzlich mehr ist als nur ein Mittel, um Sport zu machen. Viele Deutsche fahren mit dem means Fahrrad of travel. tatsächlich zur Arbeit oder machen Einkäufe und für die ist das genauso wichtig wie Autofahren oder U-Bahn fahren. That makes Und jetzt sense. stellt euch mal vor, ihr fahrt mit dem Auto zur Arbeit und da stehen plötzlich ständig Touristen auf der Straße rum. Hey, I'd yell at them too. I'm not saying it's not deserved. Now, what's going on here? What's wrong with that? Wo bleibst du denn? Ich habe schon eine halbe Stunde auf dich gewartet. Oh, heck no. Tut mir leid, Kadi. Auch wir Deutschen sind nicht immer pünktlich, aber tatsächlich ist es so, dass in Deutschland Pünktlichkeit einen ziemlich hohen I think, I mean, I don't know, maybe it's more important there, but it's very important here too, in America. Stellenwert hat. Punctuality. Und man Don't ist be nicht late. nur selbst pünktlich, man erwartet schon auch Pünktlichkeit von den anderen. Wenn ihr also aus einem Land kommt, in dem es vielleicht okay ist, auch mal 20 oder 30 Minuten später zu kommen, dann solltet ihr versuchen, das in Deutschland nicht unbedingt zu machen, I appreciate that though out of the German people, knowing that you'll be on time. denn hier kann es durchaus sein, dass die Leute euch das übel nehmen und dann etwas genervt reagieren. Unless you have a good reason. Kari, warum machst du nicht auf? Ich stehe vor deiner Tür. Ich dachte, wir machen spontan was. What was that? Warum machst du nicht auf? Ich stehe vor deiner Tür. Ich dachte, wir machen spontan was. I thought we'd do something spontaneous. At least that's the translation. That would be weird in the days of cell phones. Now, back in the day before cell phones, and that would be when I was a kid. Yeah, you'd show up to your friend's house and be like, "Yo, Ach so. get out here." Okay. Ja, na dann halt nicht. Deutsche lieben es zu planen und das gilt auch für Freizeitaktivitäten. Es passiert nicht selten, dass Menschen ihre Freizeitaktivitäten mehrere Tage oder sogar schon Wochen im Voraus verplanen. Even just for something casual. Surely it's if I was to call up my buddy on a Saturday and say, "Do you want to get some lunch right now?"
I might not show up at their door, but is calling or texting something spontaneous? Is that, you have to plan that days ahead? Und der Nachteil davon ist natürlich, man ist selten bereit zu Spontanität. Wenn jetzt also ein Freund von dir I don't like it when people show up spontaneously at my door, though. I probably don't have pants on. plötzlich vor der Tür steht und sagt, hey, lass uns doch spontan ein Bier trinken, I'd say yes. dann sind viele Deutsche damit schlichtweg überfordert. Schließlich ist der enough. ganze Tag schon Noted. verplant. Kann der Freund sich das nicht denken? Ich arbeite doch gerade, danach muss ich kochen, dann essen, dann den Abwasch machen, dann Yoga und dann kommt Tatort. Der ganze Abend ist schon verplant. But is it not fair enough to just inquire? And, you know, if it's like, oh, my whole day's already planned, then, okay, you know, hey, I just want, yeah. Is that not okay? Is that considered rude? I won't push the boundary if I ever go. That's a really cool trash can. Very fancy. He's got a bow tie. Das sind 25 Cent. Ah, yes, I remember in the grocery store, you put it in the thing. In Deutschland gibt es Flaschenpfand. Das So bedeutet, cool. dass wenn man eine Flasche ausgetrunken hat, man sie nicht in den Mülleimer schmeißt, sondern sie zurückbringt zum Supermarkt oder zum Laden und dann bekommt man bei einer Heck yeah, I'll take my 8 cents. Glasflasche 8 Cent zurück und bei so einer Plastikflasche sogar 25 25 Cent. Das heißt, Flaschen immer aufbewahren und beim nächsten Mal mit zurückbringen. Oder wenn ihr gerade in der Stadt seid, lasst sie einfach vor dem Mülleimer stehen, denn ganz sicher wird sie dann jemand aufsammeln und So it's actually better to leave it next to the bin than in it. Huh. See, here that would be considered basically littering. If you're leaving trash right next to the trash can, even if it's recyclable. Very interesting. zurückbringen. But I guess if it's worth money, then yeah, I mean, it's almost like a favor. Like, yeah, hey, someone else want this 25 damit cents? er das Geld bekommt. Interesting. Very interesting. Frische Melonen, frische Früchte, frische Melonen. Ja. Was kostet so eine Melone? Steht da auf dem Schild. Ja, aber das sieht man nicht. Ich kann es nicht lesen. Ja, müssen Sie halt die Melone wegnehmen. Im Deutschen gibt es den schönen Spruch, der Kunde I was gonna say, who's in the wrong here? Because from my perspective, I would probably leave too. I'd be like, if you don't want to move your melon off your price tag, then I'll go find someone who will. ist König. Doch erst wenn man mal als Deutscher in ein anderes Land fährt, weiß man, was das eigentlich bedeutet. Denn tatsächlich ist die Servicekultur in Deutschland gar nicht so ausgeprägt wie in vielen anderen Ländern. Oh. Und je nachdem, wo man in Deutschland ist, wird das manchmal sogar noch schlimmer. Hier in Okay, now I'm a little confused because she just said the customer is king. So which is it? Berlin ist das so zum Beispiel, wenn man in ein Geschäft geht oder in ein Restaurant und da etwas fragt oder sogar irgendwie auf einen Fehler hinweist, dann reagiert das Personal manchmal richtig gestresst und in manchen Fällen richtig unangenehm. Well, I will amend what I said. If the melon is, it's a really weird situation, but if the melon is like not in easy reach for me as the customer, if it's like behind their stand all the way back there, yeah, I would think they would move it if I wanted to know the price, or they would just tell me the price and not be like, go move the melon. Go move the melon if you want to know the price. You know, in America, they would just tell you the price. Is that actually like an accurate? That's super interesting. I want to know if this is totally accurate. If that kind of situation would play out like that. Hey, es ist ein Gehweg. Die Deutschen nehmen im Großen und Ganzen die Verkehrsregeln ziemlich ernst. Und nicht nur nehmen die meisten Menschen sie selbst ernst, sondern es gibt auch sogenannte Hilfs-Sheriffs. So nennen wir die Leute, die gerne andere Leute darauf hinweisen, wenn sie einen Fehler machen. Wenn ich zum Beispiel mal nachts auf dem Fahrrad unterwegs bin und gerade die Batterie von meinem Licht ausgeht, dann passiert es schon mal, dass mir jemand hinterher ruft, Licht an! Frische Früchte.
That's interesting. Are you guys more so looking out for each other, or are they just being kind of snarky, or I don't know. It probably wouldn't happen here. Certainly not with a bicycle. If your light went out. A lot of people don't even have lights, just reflectors on the pedals. Früchte, frische Melonen, frische Früchte, frische Melonen. All right, the fruit man. Hallo, Bitte? 3 Euro. Ja, mit kalt. Hey, he told her the price. Melonen. Hallo, Bitte? 3 Euro. Ja, mit kalte bitte. Sehen Sie hier irgendwo ein Kreditkartengerät? Oh, a little snippy. Nur Bargeld. Okay, ach so. In America, a lot of these stands would be cash only, but a lot of them would also have like a little thing in their phone that could, like a square that could accept a credit card. Ohne But they probably would not. I mean, some of them would say something snarky to you like that, but for the most part, they wouldn't. Bargeld ist man in Deutschland tatsächlich oft aufgeschmissen. Es gibt auch in 2020 noch viele Orte in Deutschland, mit denen man nur mit Bargeld zahlen kann. Zum Beispiel viele Cafés, Bars oder Restaurants. Das heißt, wenn ihr nach Deutschland kommt, solltet ihr That's definitely uncommon here, unless it's like a food stand outside. unbedingt Geld dabei haben und nicht unbedingt damit rechnen, dass ihr überall mit eurer Kreditkarte zahlen könnt. Warum ist das so? Der Grund ist ein bisschen, dass die Deutschen diesem Hartgeld mehr vertrauen und deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass Menschen in Deutschland über 100 Euro im Portemonnaie mit sich rumtragen, damit man immer für alles vorbereitet ist. Really? So it's something to do with like a culture of actually trusting the hard cash more so than. I wonder what. Is there more to the history with banks and stuff and credit cards or credit? Because people here in America, the only people like that, for the most part, are older who were around during the Great Depression where there were bank runs and stuff. And so they might not trust banks. They might only like to deal with cash, but that's mostly just because of the people who dealt with the Great Depression. Hey Janusz, alles Gute schon mal zum Geburtstag. Nein, 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 nein. Heute gratuliert man nicht. Erst morgen. Mein Geburtstag ist I saw morgen. this. Warum? I don't understand. Weil es Oh, it's bad luck. bringt Unglück. Erklärt. That's so Die funny. Deutschen sind im Großen und Ganzen eigentlich nicht besonders abergläubig, aber so ein, zwei Sachen gibt es schon. Und eine davon ist, dass man auf gar keinen Fall jemandem vor seinem Geburtstag gratulieren darf. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit jemandem Abendessen geht und ihr verabschiedet euch um 21, 22 Uhr, dann dürft ihr auf keinen Fall sagen, ach, und du hast ja morgen Geburtstag, herzlichen Glückwunsch schon mal, denn das bringt Unglück. Jetzt seid Where did that come from? ihr dran. Why is that I've only heard of that in German. Wir wollen von euch wissen, welche komischen Situationen habt ihr erlebt in Deutschland? Gab es irgendwas, was ihr gelernt habt, was man in Deutschland auf keinen Fall tun sollte? Well, okay. That was an excellent video. Very helpful. And I feel maybe just a modicum more prepared for a trip to Germany. But now it kind of has me thinking there's probably a bunch of other stuff that I might mess up. I'm a little bit self-conscious, especially I could imagine being in a different country with a different language. I wouldn't want to mess stuff up. So I'm going to have to watch some more of these videos. Super interesting stuff. Thank you for watching. I hope you enjoyed, and I hope I see you tomorrow because I'll be doing another German reaction. So subscribe if you want to see it. But either way, thank you for watching, and goodbye.